Stell dir vor, du wachst jeden Tag in der Früh auf mit einem Kloß in dem Hals. Die Welt fühlt sich grau an und jeder Schritt ist, als würdest du in einen Treibsand versinken. So war mein Leben, bevor ich Escitalopram gefunden habe. Mein Leben war wie aus einem Strudel aus Angst und Hoffnungslosigkeit. Ärzte, Therapien, nichts schien irgendwie zu helfen. Und dann kam Escitalopram. Zuerst war ich sehr skeptisch. Ich hatte Angst vor Nebenwirkungen und vor allen Dingen meine eigene Persönlichkeit zu verlieren. Aber was dann passierte, veränderte mein Leben. Du erfährst hier in diesem Video meine eigene Geschichte, ohne Schönfärberei. Ich teile meine Erfahrungen mit Escitalopram, die Höhen und Tiefen, die Nebenwirkungen und warum ich es trotzdem allen wiedernehmen würde. Wenn du oder jemanden, den du kennst, unter Angstzuständen oder Depressionen leidet, dann könnte genau dieses Video ein Hoffnungsschimmer sein. Bleib also dran, denn das, was ich jetzt dir sage, könnte dein Leben verändern. Hallo, du wunderschöne Seele. Zunächst einmal, was ist überhaupt Escitalopram? Nun, Escitalopram ist ein Antidepressivum aus der Reihe der SSRI. Was ist ein SSRI? Das bedeutet, es ist ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Warum selektiv? Ganz einfach, weil er rein nur auf den Serotoninrezeptor eingeht. Das bedeutet, die These sagt, umso mehr Serotonin im synaptischen Spalt bei uns oben im Gehirn, umso mehr haben wir Gefühle von Zufriedenheit, innere Ruhe. Und es hat auch zur Folge, dass wir weniger Ängste haben. Es reguliert auch etwas den Appetit und sorgt für ein allgemeines Wohlbefinden. Escitalopram kann man sich vorstellen als ein Medikament mit Atombomben auf Spatzen schießen, wenn man so möchte, weil es hat halt einfach sehr viele Anwendungsgebiete, ja. Also laut S3-Leitlinie kann man es hier in Deutschland anwenden bei Depressionen aller Art, mittelschwere Depression, Major-Depression. Man kann es anwenden bei der Zwangsstörung, egal welche Zwangsgedanken du jetzt hast, ob aggressive Zwangsgedanken, pädophilische oder was es da sonst noch alles gibt, Symmetrie, man kann es anwenden bei der Sozialphobie, man kann es anwenden bei der Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie und auch bei allen verschiedenen anderen Ängsten. Also du siehst, es hat wirklich ein breites Spektrum an Anwendungsgebiete, wo man es anwenden kann. Und genau da knüpfe ich jetzt bei mir an, denn ich hatte wirklich eine ganze Reihe an Symptomen. Ja? Also ich litt hauptsächlich an Zwangsgedanken. Ich hatte aufdringliche Gedanken den ganzen Tag. Angefangen hat alles mit noch, ich sag mal, relativ harmlosen Gedanken. Heute weiß ich, dass es keine harmlosen Gedanken. Also jeder, der mich schon länger auf YouTube verfolgt, weiß, dass ich immer sage, es gibt keine schlimmen Gedanken, guten Gedanken, böse Gedanken, positive Gedanken, negative Gedanken. Es gibt nur Gedanken. Aber damals, da war ich dann noch nicht so schlau. Für mich war es das Schlimmste auf der Welt, den Gedanken zu haben, mein Baby in die Hand zu nehmen und es fallen zu lassen. Wenn es dabei nur geblieben wäre. Später nach der Zeit haben sich alle möglichen anderen Gedanken aufgemischt bei mir. Es hat immer wieder ein neuer Gedanke aufgeploppt. Sie wurden irgendwie immer bizarrer. Ich könnte mein Kind etwas antun, ich könnte es in der Badewanne ersticken, ich selber könnte vom Balkon springen, ich könnte jemanden an die Gurgel gehen und so ging das den ganzen Tag. Und jedes Mal, wenn ein Gedanke kam, kam darauf auch hin eine riesige Schockwelle an Angst, Scham, Schuld und manchmal Gefühle von Hoffnungslosigkeit, die sich dann später eingeschlichen haben aufgrund meiner Nicht-Bewältigungsmöglichkeiten dieser Symptome, dass ich dann auch letztendlich eine mittelschwere Depression bekommen habe. Das unter anderem. Ich hatte Panikattacken, meistens in der Nacht, in der Anfangszeit, manchmal am Tag 12, 13 Stück. Für mich war es gar nicht mehr möglich, ein ganz normales Leben führen zu können. Wo andere Menschen sagen, Mensch, ich habe auch mal so einen blöden Gedanken, lass den doch einfach in Ruhe, konnte ich damit nichts anfangen. Sie blieben regelrecht kleben. Also ich habe alles Mögliche versucht, sie abzuschütteln, nicht haben zu wollen. Heute weiß ich, dass genau dieses Verhalten dazu geführt hat, dass noch alles schlimmer wurde. Die Gefühle wurden stärker, immer stärker und stärker. Mein Verhalten war mittlerweile so weit nachgezogen, dass ich mich zu Hause isoliert habe und gar keine Lust mehr hatte, am normalen sozialen Leben teilzunehmen. Ich weiß noch, als ich mir gesagt habe, egal Juan, was passiert, wirklich egal was passiert, und wenn du noch so Panikattacken hast, wenn du noch dies oder jenes Symptom hast,
Du nimmst keine Medikamente. Ich will keine Medikamente. Ich werde keine Medikamente nehmen. Ich werde auf gar keinen Fall Medikamente nehmen. Und ich bin eigentlich ein Mensch, wenn ich ganz ehrlich bin, einer, der zu seinem Wort steht. Wenn ich sage, ich möchte dies oder jenes nicht, dann beharre ich da drauf und dann tue ich es auch nicht. Und so war es auch sehr, sehr lange Zeit. Ja, also mindestens knapp 6 Jahre lang habe ich so gelebt mit diesen Symptomen. Es war vielleicht mal zeitweise ein bisschen besser, aber dann kam wieder alles von vorne zurück. Und wie gesagt, ich sagte immer noch, ich werde keine Antidepressiva, keine Medikamente nehmen. Ich werde gar nichts davon nehmen, weil ich es einfach nicht für gut heiße. Ich bin der Meinung, es verändert die Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ich will außerdem keine Sachen nehmen, die irgendwie dort oben in mein Gehirn andocken und dann vielleicht meine Persönlichkeit verändern. Aber irgendwann mal bricht sogar der Stärkste zusammen. Ich sage nämlich, und das pflege ich immer zu sagen, die Menschen mit psychischen Störungen sind die wahrsten, stärksten in dieser Gesellschaft. Denn sie müssen jeden Tag mit diesen Emotionen aufstehen und müssen weiter funktionieren und weiter funktionieren und weiter funktionieren. Und ich glaube, das war bei mir irgendwann mal der Punkt, wo es Knacks und Knack gemacht hat. Als ich dann gesagt habe, es geht so nicht mehr weiter. Ich kann so nicht mehr. Ich bin mittlerweile dazu bereit, Medikamente auszuprobieren. Ich weiß zwar nicht, ob die überhaupt wirken. Eigentlich dachte ich sogar immer, die werden ja auch nicht wirken. Was sollen denn Medikamente da bringen? Aber ich habe mich dann dazu entschlossen, einen Termin beim Psychiater zu machen und ihn zu fragen, ob er mir für meine Symptome, die ich habe, irgendwas anbieten kann, das da überhaupt wirken könnte. Und jetzt versuch dir mal Folgendes vorzustellen. Wenn du im Leben etwas nicht willst, zum Beispiel, ich möchte nicht gerade in ein Einkaufszentrum gehen und du gehst trotzdem in ein Einkaufszentrum, dann ist es für dich nicht so schlimm. Aber stell dir einmal vor, jemand kommt zu dir und sagt, ich möchte, dass du diese Frau oder diesen Mann heiratest, obwohl du das gar nicht willst und du musst diese Entscheidung treffen. So kann man sich ungefähr meine Entscheidung vorstellen. Es war nicht irgendwie so, dass ich sage, ich gehe jetzt in den Supermarkt oder ich gehe heute mal ins Kino, obwohl ich nicht will. Für mich war das wirklich wie ein Umbruch, wie eine Verletzung, ein Bruch in meiner Seele. Und jetzt mich selber praktisch zu betrügen, dass ich immer gesagt habe, ich nehme keine Medikamente. Und jetzt nehme ich ein Medikament. Meine Psychiaterin sagte zu mir, für diese Symptome, die Sie haben, also Zwangsstörung, Zwangsgedanken, die Sie da haben, Panikattacken und eine mittelschwere Depression, da empfehle ich ein Escitalopram. Und das bitte auch in der Höchstdosis, nämlich 20 Milligramm. Denn nur bei 20 Milligramm würde es dann auch bei Zwangsgedanken, die Sie ja sehr stark haben, mit Grübeleien etc. auch tatsächlich helfen. Also ich sagte dann, ich solle die erste Woche anfangen mit 5 Milligramm, die zweite Woche mit 10 Milligramm und in der dritten Woche soll ich dann auf 20 Milligramm hoch und diese 20 Milligramm halten. Des Weiteren warnte sie mich aber auch vor und sagte zu mir, wundern Sie sich bitte nicht, in der Anfangszeit kann es sein, dass ich vermehrt Panikattacken bekomme. Und ich sagte, na prima, ich habe ja schon Panikattacken ohne Ende. Selbst als ich vor ihr gesessen war, kam bei mir der Schweiß runtergelaufen. Also sie sah richtig, wie schlecht es mir ging. Ich habe auch sehr, sehr viele Kilos abgenommen. 7 Kilo in der letzten Zeit, also in der letzten akuten Phase, in dieser Zeit gerade mal wieder, wo ich dann bei meinem Arzt war. Gut. Ich sagte, irgendwas muss ich tun, ich muss es nehmen. Also kam die Einschleichphase. Ich habe es genommen, ich habe in der ersten Woche mit 5 Milligramm angefangen und habe dann erst einmal gar nichts Großartiges bemerkt. Das Einzige, was ich in der ersten Woche hatte, daran kann ich mich noch gut erinnern, war, dass ich wie eine verstopfte Nase hatte. Ständig hat sich das angefühlt wie Schnupfen. Stand aber auch in der Packungsbeilage, dass es eine häufige Nebenwirkung ist. Gut, in der zweiten Woche war es dann schon anders. In der zweiten Woche nahm ich 10 Milligramm. Als ich die 10 Milligramm genommen habe, habe ich tatsächlich das bemerkt, was sie prophezeite. Ich hatte Panikattacken, aber es waren nicht nur irgendwelche Panikattacken, es waren Panikattacken, dass ich gedacht habe, ich drehe ja wirklich durch. Das war nochmal ein ganz anderes Kaliber. Die Panikattacken haben nicht wie sonst 10 Minuten gedauert, sie haben manchmal in seltenen Fällen 45 Minuten gedauert. Kannst du dir mal eine Panikattacke vorstellen mit 45 Minuten? Das kommt dir vor wie 10 Jahre. 45 Minuten, Adrenalin durch den ganzen Körper, Hilflosigkeit, aufdringliche Gedanken, das Gefühl der Hilflosigkeit, der Ohnmacht und kurz davor, oh Gott, ich habe Todesangst, ich sterbe. Denn es ist so, wenn du diese Panikattacken hast, kommt es dir vor, als würdest du in der Tat sterben, als würdest du in diesem Moment sterben. Es ist wirklich die Hölle, es ist kaum auszuhalten. Man fühlt sich hilflos und man kann nichts tun.
In der 3. Woche wurde es dann so schlimm, dass ich gedacht habe, so, ich rufe jetzt den Krankenwagen und lass mich einfach in die geschlossene Psychiatrie einliefern. Es ging nicht mehr. Ich machte also kurzfristig einen Termin bei meiner Psychiaterin aus und sagte, ich müsste das wieder raustun, weil ich das nicht mehr aushalte. Da hat sie gesagt, nein, das dürfen Sie nicht machen, Sie müssen das weiternehmen. Ich habe eine andere Idee für Sie. Ich sagte, denn welche? Dann sagte sie zu mir, also wenn Sie diese starken Nebenwirkungen haben und es Ihnen nicht so gut geht, also die vermehrten Panikattacken, dann empfehle ich Ihnen ein Mirtazapin. Ein Mirtazapin können Sie nehmen am Abend. Das sorgt dann dafür, dass Sie wieder in die Mitte und wieder zur Ruhe kommen und dass Sie in der Nacht vor allen Dingen keine Panikattacken haben. Und außerdem kann es sein, wenn Sie in der Früh aufstehen, dass es Ihnen gut tut, dass Sie dann nicht ganz so in der Früh schon so diese starke Nervosität haben und die innere Unruhe, das dann wieder zu Panikattacken führen kann. Ich war dann skeptisch und dachte mir, noch ein Medikament. Übrigens habe ich darüber auch ein Video gemacht, verlinke ich dir oben auf den i. Und ich sagte dann, naja, also gut, ich werde es probieren. Sie sagte, ich sollte 15 Milligramm nehmen, das ist die niedrigste Dosis. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe die Hälfte genommen von 7,5 Milligramm. Und kannst du dir vorstellen, es hat gewirkt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe geschlafen wie ein Baby und das habe ich auch gebraucht und das hat auch gut getan. Und in der Tat war es dann so, dass in der Früh diese starke Nervosität und innere Unruhe nicht da war, weil ich am Abend das Mirtazapin genommen habe. Das heißt, es war tatsächlich ein guter Ausgleich. Sie sagte auch zu mir, dass ich das nicht zu lange nehmen brauche, sondern nur in der Einschlafphase des Escitaloprams. Ich habe es dann 12 Wochen genommen. Ich war dann praktisch 10 Wochen bei 20 Milligramm und erst nach 12 Wochen konnte ich tatsächlich dann bemerken, dass langsam wieder Sonnenschein in mein Leben gekommen ist. Ich habe mich tatsächlich wieder ruhiger gefühlt. Die Gedanken waren ruhiger. Ich konnte mich besser konzentrieren, habe wieder regelmäßig Appetit gehabt. Ich habe gewusst, jetzt bin ich mit diesem Medikament tatsächlich eingestellt. Und weißt du, was die schlimmste Nebenwirkung war? Die schlimmste aller schlimmsten Nebenwirkungen, die steht nicht in der Packungsbeilage drin. Das ist die Nebenwirkung, die wir uns selber alle machen. Erkennst du dich da wieder? Schreib's einmal in die Kommentare, würde mich echt super interessieren, ob du dich da wieder erkennst. Das Schlimmste ist das Warten. Wann fängt es an, endlich zu wirken? Jeden Tag denkt man darüber nach. Wann wirkt es? Wann werden die Ängste weniger? Wann wird die innere Unruhe weggehen? Wann verschwindet diese unerträgliche innere Leere? Und wann bin ich wieder frei von diesen aufdringlichen Gedanken? Erkennst du dich da wieder? Tag für Tag wartest du. Du entwickelst eine Hypervigilanz. Du schaust nach innen. Wann wird es besser? Und du freust dich nur darauf, ob irgendwann mal hoffentlich endlich dieser Tag kommen wird. Und du kannst dich auf dein Gefühl nicht verlassen, weil dein Gefühl ist ja sowieso von Hoffnungslosigkeit geprägt. Also kannst du dir nur mit deinem eigenen Verstand sagen, ja, das wird schon wieder gut werden. Aber glauben tust du daran irgendwie nicht. Erst dann konnte ich wirklich anfangen, an mir zu arbeiten. Es ist mir dann erst wirklich möglich gewesen, an mir zu arbeiten. Ich las mich ein und verstand, dass ich erstmal praktisch wie eine Krücke brauche. Ich brauche irgendwie eine Krücke, irgendwas, das mir hilft beim Laufen, dass ich das Laufen wieder lerne. So nach dem Motto, ich kann jetzt anfangen, meine Gedanken mit Achtsamkeit zu beobachten. Ich kann jetzt anfangen, meine eigenen Gefühle wertefrei zu akzeptieren. Ich kann jetzt anfangen, meine Metakognitionen zu arbeiten und ich kann jetzt anfangen, an meinen daraus resultierenden Glaubenssätzen über mich und über das Leben anfangen zu arbeiten. Ich kann anfangen, meine Vergangenheit aufzuarbeiten. All das hat mir dieses Medikament ermöglicht. Und lass dir eins gesagt sein, ich habe keine Interessenkonflikte, ich habe keine Verträge bei der Pharmaindustrie. Ich sage dir nur so, wie es war. Sicherlich gibt es ganz viele Menschen, die sagen dann, es wirkt nicht. Aber ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, man muss manchmal tatsächlich ganz schön lange warten. Bei so einem SSRI kann es sogar bis zu 12, 13, 14 Wochen dauern, dass du die volle Wirkung bekommst. Ich weiß, das ist eine lange Zeit. Und es ist auch umstritten, ob diese Serotonin-Hypothese überhaupt stimmt. Und da streiten sich die Geister drum. Und es gibt auch ganz, ganz viele Menschen und auch Ärzte, Wissenschaftler, die sagen, das stimmt nicht. Aber
aber scheinbar hilft es trotzdem bei vielen Menschen. Also gibt es irgendwo einen Wirkmechanismus, wie es funktionieren kann. Ich kann dir sagen, ich habe es dann über ein Jahr genommen. Und in diesem einen Jahr habe ich wirklich fast keinen Tag ausgelassen, an mir selber zu arbeiten, an mich selber zu therapieren. Denn Psychologen haben das meiner Meinung nach nicht hinbekommen und die Klinik schon gar nicht. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe an allen diesen Dingen, die ich dir gerade aufgezählt habe, kontinuierlich jeden Tag an mir gearbeitet. Nach einem Jahr, wo es mir dann relativ gut ging, ziemlich gut, ich auch stabil war ich dann dazu bereit zu sagen, ich schleiche dieses Medikament aus. Und in der Tat, es war so, dass ich dann ausgeschlichen habe, mir einen Plan geholt habe von meiner Psychiaterin, die mir dann gesagt hat, schleiche es von 20 Milligramm erstmal auf 17,5 eine Woche, dann eine Woche auf 15, dann auf 12,5, dann auf 10, dann auf 5 und dann die letzte Woche machst du einmal einen Tag 5 Milligramm, dann gar keins und das dann im Wechsel. Im Laufe dieser Zeit, dieser Wochen, haben sich ganz viele, teilweise unangenehme Symptome eingeschlichen, die wirklich nicht schön waren. Ich sah Blitze vor den Augen, ich hatte Schwindel, ich hatte Gleichgewichtsstörungen und ich hatte gelegentlich Übelkeit. Da gibt es jetzt natürlich Schlimmeres, aber schön war es natürlich nicht. Ich habe es natürlich, so wie es ganz viele anderen, dann erst einmal so interpretiert. Oh Gott, jetzt fängt alles wieder an. Jetzt kommen wieder die Symptome von früher. Alles fängt von vorne an. Ich blieb aber stark und sagte mir, nein, das muss von den Medikamenten kommen, weil ich es ja so lange genommen habe und es wurde mir auch gesagt, dass es jetzt Absetzsymptome kommen können. Also blieb ich dran und habe es einfach weiter ausgeschlichen und ausgeschlichen. Es wurde dann nach der Zeit besser und besser und ich bin dann tatsächlich auch ohne diesen Medikament geblieben. Ich habe eine anfängliche Verschlechterung dann wieder gemerkt. Ich habe mir gedacht, oh Gott, muss ich jetzt wieder grübeln? Muss ich wieder schauen, dass wieder alles anfängt? Du weißt, ich sage immer, dass Grübeln der Motor dieser ganzen Problematik ist. Und nein, ich habe mir doch diese ganzen mentalen Techniken beigebracht. Ich habe doch neue Erfahrungen gesammelt. Ich habe doch neue Synapsen damit geschaltet. Das muss doch jetzt gut sein. Es muss doch wieder gut gehen. Also blieb ich dran und habe einfach weitergemacht. Warum würde ich also wieder Escitalopram nehmen? Also ganz ehrlich, früher hatte ich den Glaubenssatz, das hast du in diesem Video ja erfahren, ich würde niemals, auf gar keinen Fall irgendein Psychopharmakum nehmen, weil ich einfach Angst habe, dass es mir die Persönlichkeit verändert oder oben irgendwie eine Schraube umstellt. Und ich war davon fest überzeugt, dass ich keins nehmen würde. Ich habe mich vom Gegenteil überzeugen lassen. Aber hey, ich habe immer noch eine Meinung, die sehr ähnlich wie damals ist. Solange es geht, solange es möglich ist, probiere es ohne. Man braucht nicht immer ein Medikament. Man braucht es wirklich nicht immer. Wenn du aber sagst, ich brauche eine Stütze, ich brauche eine eventuelle Erleichterung. Und es ist ja auch so, dass es bei vielen oft gar nicht wirkt beim ersten Mal. Du darfst es so verstehen. Diese Vergleiche, die sind so immer ganz gut und man kann dadurch auch gewisse Tendenzen schließen. Aber es ist natürlich bei jedem Menschen natürlich auch unterschiedlich. Deswegen hör auf, dich den ganzen Tag in irgendwelchen Foren zu bewegen und zu lesen, wie wirkt es bei mir, wie ist es bei denen etc., weil es ist bei jedem Menschen tatsächlich anders. Und das habe ich selbst gesehen und bemerkt, als ich in der Psychiatrie war, wo ich gesehen habe, dass viele Menschen diese und jene Medikamente nehmen und es ganz verschiedene unterschiedliche Wirkungen hatte. Und wie dieser Aufenthalt war, das verlinke ich dir hier auf dem Video auf der Endcard. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.